Stell dir eine Insel vor, die alles hat. Goldige Strände, neblige Berge, uralte Tempel und das chaotischste, aber schönste Verkehrschaos der Welt. Willkommen in Sri Lanka. Hier treffen Chaos und Moderne aufeinander. Viele nennen es die Perle des Indischen Ozeans. Ich nenne es für 50 Tage mein Zuhause. Ich werde in überfüllten Zügen hängen, die schärfsten Currys probieren und wilde Elefanten suchen. Ich weiß nicht, was mich genau erwartet, aber was ich weiß ist, es wird legendär. Viel Spaß mit dem Video. Geologisch gesehen ist Sri Lanka ein uralter Schatz. Vor über 50 Millionen Jahren war diese Insel noch Teil des Superkontinents Gondwana, eingequetscht zwischen Indien und der Antarktis. 6 Stunden Staub, hupende Busse und 200 Kilometer pures Chaos auf 2 Rädern liegen hinter mir. Ich bin mit dem Motorrad von Colombo quer durch das ganze Land geheizt und dann taucht er plötzlich aus dem Nichts auf. Der Löwenfelsen von Sigiriya. Mein Hintern tut weh, ich bin völlig verschwitzt. Aber wenn man diesen Anblick sieht, vergisst man alles andere. Willkommen in der Festung im Himmel. Nach der langen staubigen Fahrt auf dem Motorrad fühlt sich Sigiriya fast wie ein Flüstern an. Das Dorf selbst ist winzig, eigentlich kaum mehr als eine Handvoll Straßen, die sich unter riesigen schattigen Bäumen verlieren. Es gibt hier keinen Stress, keine Hektik. Wenn du den Gashahn nur kurz aufdrehst, bist du in nur 2 Minuten schon wieder am anderen Ende des Ortes angekommen. Aber genau das ist der Charme. Alles ist hier überschaubar und herrlich, unaufgeregt. Überall entdeckst du kleine familiengeführte Gästhäuser, die sich im Dschungelgrün verstecken. Es ist einer dieser Orte, an dem man eigentlich nur eine Nacht bleiben möchte, aber dann doch ewig hängen bleibt, weil das Tempo hier einfach anders ist. Die Gastfreundschaft ist entwaffnend. Du setzt dich in eines der winzigen, authentischen Restaurants an der Straße und während der Duft von frischem Curry und Kokosnüssen in der Luft liegt, wirst du behandelt wie ein alter Freund. Hier schmeckt das Essen auch wie bei Mama zu Hause. Ehrlich, scharf und unglaublich gut. Es ist die perfekte Ruheoase, bevor das Abenteuer am Felsen losgeht. Sigiriya-Dorf ist klein, bescheiden, aber mit einem riesigen Herzen. Bevor es steil wird, durchqueren wir die königlichen Wassergärten. Schaut euch diese Symmetrie an. Man sagt, es sei eines der ältesten Landschaftskonstruktionen der Welt. Überall plätschert es. Ein Hightech-Bewässerungssystem aus dem 5. Jahrhundert, das teils heute noch funktioniert. Aber warum hier? Die Legende besagt, dass Prinz seinen eigenen Vater lebendig einmauern ließ, um den Thron zu stehlen. Aus Angst vor Rache seines Bruders floh er auf den Felsen und baute hier oben seine uneinnehmbare Festung. Die gewaltigen Löwentatzen. Ursprünglich führte der Weg durch das Maul eines riesigen gemauerten Löwen, direkt in den Palast. Heute stehen nur noch die Pfoten, aber sie lassen einen winzig kleinen fühlen. Es ist der Moment, in dem man realisiert, dieser Mann wollte kein König sein, er wollte ein Gott auf Erden sein. Die Beine brennen, aber dann, der Gipfel. Wir stehen auf dem Palastplateau, 200 Meter über dem Dschungel. Hier oben lebte der König in Luxus, während unten seine Feinde lauerten. Wenn man hier am Rand steht und über das endlose Grün blickt, versteht man, warum er diesen Ort gewählt hat. Es ist friedlich, windig und absolut magisch. Doch der Thron brachte ihm kein Glück. Nach 18 Jahren wurde er besiegt und die Festung verfiel zum Kloster. Ein kleiner Insider-Tipp für alle, die auf ihr Budget achten: Wenn ihr low budget unterwegs seid, müsst ihr unbedingt auf den Bidurangala-Felsen. Von dort oben habt ihr diesen genialen Panoramablick direkt auf den majestätischen Königsfelsen. Perfekt für das ultimative Foto. Aber ganz ehrlich, wenn ihr schon mal hier seid, solltet ihr es euch nicht nehmen lassen, den Königsfelsen auch selbst zu besteigen. Ja, der Eintritt mit $35 ist kein Schnäppchen, aber die Geschichte und das Gefühl, oben auf den Ruinen zu stehen, ist jeden Cent wert. Schönen guten Morgen. Bevor ich Sigiriya wieder verlasse, ich habe eingecheckt im Luminari Homestay. Ich wurde herzlich empfangen. Es war mehr als günstig. Ich habe für 4 Nächte 80 € bezahlt. Davon war 4-mal Essen dabei plus Frühstück. Und sogar die Wäsche war auch noch dabei. Eine herzliche, liebevolle Familie. Ich kann es jedem empfehlen, nur hierher zu kommen. So, bevor es losgeht in die Berge, zeige ich euch noch, was mir gestern passiert ist. Eigentlich hatte ich dem Besitzer vorher extra gesagt, er soll das Bike top in Schuss bringen. Die Realität, ein Desaster. Der Tachometer war tot, der Tank wackelte, weil er ohne Schrauben befestigt war und zu allem Überfluss riss auch noch das Gasseil.
Ich musste den Besitzer kontaktieren, der am nächsten Tag einen Mechaniker schickte. Der gute Mann hat 5 Stunden lange geschraubt, um alles zu richten. Der Preis am Ende war kaum zu glauben. Gerade mal 12 Euro verlangte er für die ganze Arbeit, was extrem wenig ist. Zum Glück hatte der Besitzer die Kosten komplett übernommen, aber der Start war definitiv holprig. Sigiriya, du hast mich echt beeindruckt. Es ist nicht nur ein gewaltiges Wahrzeichen Sri Lankas, sondern hat auch eine unglaubliche entspannte Atmosphäre. Ich habe die Zeit wirklich genossen. Aber jetzt wird es Zeit für das nächste Abenteuer. Es geht ab in die Berge. Bevor ich mich allerdings in die Kurven stürze, steht auf halbem Weg noch ein Rendezvous mit dem Motorradfahrer an. Auf dem Weg in die Berge habe ich noch ein kleines Rendezvous mit dem Mechaniker von gestern. Absolut korrekter Typ. Ich kann euch den Typen nur empfehlen, ja. Er ist in der Nähe von Sigiriya. Er kommt an jeden Platz, wenn ihr irgendetwas habt, ja. Und was mir am besten gefällt ist, er hat genauso wie ich das Motorrad zu Hause stehen, ja, im Haus. Die Gastfreundschaft hier ist einfach grenzenlos. Es war mir eine riesige Ehre, heute Morgen zum Frühstück eingeladen zu werden. Wir haben über das echte Leben geredet. Ganz offen. Er verdient in etwa 70.000 Rupien im Monat, was 200 Euro sind. Danach hat er mir mit Stolz seine Werkstatt gezeigt. Die Miete dafür gerade mal 10.000 Rupien, was ca. 27 Euro sind. Ich bin in diesem Moment kurz in mich gegangen. Es führt einem vor Augen, in was für einem Überfluss wir eigentlich leben. Was für uns eine Kleinigkeit ist, ist hier die Existenzgrundlage. Ich wollte nicht nur Gast sein, sondern etwas zurückgeben. Ich habe ihm 10.000 Rupien gegeben, damit er seine Werkstattmiete für diesen Monat bezahlen kann. Ein kleines Danke für eine große Begegnung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wo es als nächstes hingeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Mein Abenteuer Sri Lanka geht in die nächste Runde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.